these moments seems like an endless lifetime. Hallo allerseits, da sind wir wieder. Hallo. Heute haben wir ein bisschen Lost Place dabei. Wie ihr seht, stehen wir hier vor einer Ruine. Das ist hier das ehemalige zentrale Pionierlager des Schwermaschinenbau Heinrich Rau in Großköris gewesen. Das Pionierlager wurde 1953 eröffnet, 1955 um eine Großküche und die ersten festen Bungalows erweitert, bis 1989 betrieben, 1990 abgewickelt und seitdem verfällt es. Seitdem verfällt es nach und nach immer mehr, wie man sieht. Ja. Ja, es war hier eigentlich ein sehr schönes Gebäude, schade drum. Ja, und wie ich eben schon sagte, Großköris. Wir machen hier eine Wanderung um mehrere Seen. Das Wetter ist heute zwar nicht so brillant, aber der einzige trockene Tag für die nächste Zeit, die mussten wir natürlich ausnutzen. Die heutige Runde wird ungefähr 10 Kilometer lang sein und es kommt wahrscheinlich nachher noch ein Lost Place. Schauen wir mal. Ihr kommt wieder mit. Viel Spaß. Genau. Auf geht's. Hier ist der Zaun offen. Na, dann gehen wir doch mal rum. Rein kann man natürlich in das Gebäude nicht mehr. Also das ist uns zu heikel, das ist sehr verfallen. Das war hier offenbar eine Toilette. Und hier stand ein Kachelofen. Hier liegen noch jede Menge Ofenkacheln rum. Das war vielleicht mal ein kleiner Swimmingpool. Und dieses Ferienlager befand sich hier am Roßkartsee. Man kommt bloß hier nicht mehr durch das Gestrüpp richtig an das Ufer ran. Selbst die Bäume verfallen hier. Und das war die erwähnte Großküche mit angehängtem Speisesaal. Da sieht man noch die Fliesen an der Wand.
Hier ist die Decke runtergekommen. Auch hier ist ein Loch im Zaun oder eine Lücke. Ist ja nicht mal ein Loch, da kann man ja ganz bequem durch. Ja, das war der Speisesaal. Da kann man sich vorstellen, dass hier Hunderte von Kindern ihre Ferien verbracht haben. Drüben ist das Hauptgebäude, vor dem wir anfangs standen. Und hier ist das Dach auch noch einigermaßen intakt. Also sieht nicht so aus, als wenn es gleich einstürzt. Aber jetzt beginnen wir unsere Wanderung. Jetzt geht es hier ein ganzes Stück Asphalt. Das ist ja hier ein Rad- und Wanderweg und darf aber auch von Autos befahren werden. Aber es kommt nur ab und zu mal ein Auto vorbei. Eine Badestelle. Großköris ist übrigens verkehrstechnisch sehr gut zu erreichen. Mit dem Auto über die A13 und mit der Bahn die Bahnstrecke Berlin-Senftenberg. Vom Bahnhof aus ist es auch zum Einstieg für diese Wanderung nicht weit. Hier ist die Pension Schwalmnest, nennt die sich. Ist das Gebäude an sich nicht sehr ansehnlich, aber hier am Karbuschsee sehr schön gelegen. Und hier kann man ganz tolle Familienfeiern machen mit preisgünstiger Übernachtung. Jetzt geht es endlich auf einen schmalen Pfad. Wieder ein Hindernis. Sieht aus wie ein Drachenkopf. Da hinter den Bäumen verbirgt sich der Rest vom kleinen Karbuschsee, aber der ist zum größten Teil verlandet. So, jetzt sind wir an unserem zweiten Lost Place. Hier sind überall im Wald Bunkerreste zu finden und hinter uns ein bisschen größeres Objekt. Und zwar sind das hier Reste von der Ausweisstelle des Reichsverkehrsministeriums.
die zum Ende des Krieges hier eingerichtet wurde, glaube ich von 43 bis 44. Und das hier hinter uns, das war das Wasserwerk oder Klärwerk oder beides. Na, wir gucken uns mal an. Wir gucken es uns mal an. Der Boden wurde allerdings so weit aufgeschüttet, dass sämtliche Eingänge versperrt sind. Da liegen auch Betonreste. So sieht es hier überall aus. Ich blende euch mal einen Lageplan ein, wie das damals hier ausgesehen hat. Da drüben ist eine ganze Reihe Kolonie, aber das sieht man, glaube ich, nicht. Das ist also ein sogenannter Trockenlebensraum. Hier liegt alles voller Hasenlosung. Und da geht die Bahnlinie lang. Das sieht jetzt zwar alles ziemlich grau in grau aus, im Sommer sicher hübscher, wenn es grün ist. Allerdings kann man dann wahrscheinlich nicht mehr hier durchgucken. Sieht ganz frisch aus. Aber leider kein Biber zu sehen.
So, wir sind wieder am Auto, haben unsere Runde für heute absolviert. Die Seen sind sehr schön, aber jetzt auch alles ein bisschen trostlos. Allerdings so ein paar kleine Highlights waren diese Lost Places. Genau. War einmal was anderes heute. Müssen wir ja auch mal machen. Wir wollen ja versuchen, vielseitig zu sein. Wieder mal eine Runde, die dicht bei uns ist, aber man war hier noch nicht. Richtig. Man lernt eben immer wieder neue Ecken kennen, an denen man früher nur vorbeigerauscht ist. Genau. Ja, wir werden jetzt die Sache hier beenden. Danke fürs Mitkommen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. I will find my